Guten Morgen am 15. Tag meiner großen Alpenreise. Heute bin ich ja voll auf dem Land. Bozzole, ein Kaff am Po. Da habe ich die letzte Nacht verbracht. Schon gestern wurde ich aufs Herzlichste willkommen geheißen. Und ich konnte mich tatsächlich auf Deutsch unterhalten. Denn der Betreiber ist Deutscher, den das Schicksal mit seiner italienischen Frau gezwungen hat, hier zu leben. Seine Frau hat, man staune, Germanistik studiert und die beiden haben eine ganze Zeit in Deutschland gelebt. Da konnte ich natürlich viel in Erfahrung bringen, zum Beispiel die italienische Bürokratie. Man schreibt hier die Häuserfarbe vor. Als auch, dass das Steuerniveau dem Deutschen in nichts nachsteht. Das Geld dafür in Rom versickert. Und daher auch keiner hier sonderlich engagiert ist, was zu verstehen ist. Das B&B, das sie aufgebaut haben, in einem Bauernhaus, ist große Klasse. Super sauber, stilvoll eingerichtet, alles neu. Das Frühstück ist Weltklasse. Das Ganze für 40 €. Da gibt's absolut nichts zum Meckern. Nun, heute geht es weiter Richtung Turin. Erstmals auf der Südseite des Fiume Po. Diese Strecke ist ganz klar nicht zu radeln. Nachdem ich mir Casale Monferrato angesehen habe, geht es nun auf der Nordseite weiter. Anfangs über Feldwege. Die sind mir aber dann doch zu holprig. Ich muss dann leider oft auf die Hauptstraße. Das ist weniger fotogen. Das Wetter ist heute bewölkt, auf der Sonnenseite. Im Norden klar. Damit ist es nicht mehr ganz so heiß. Zudem weht ein böiger Wind, wechselnd aus 3 Richtungen, sodass ich auf ebener Strecke dauernd am Rauf- und Runterschalten bin. Meist kommt er aber von vorn, was das Vorankommen ziemlich erschwert. Casale Monferrato ist eine ganz wunderbare Stadt. Steht im Stadtkern Pavia in nichts nach. Das gilt auch insbesondere für die Kirchen, die ich am Filmende noch vorstellen werde. Über diese Brücke werde ich nun Casale Monferrato verlassen und auf der Nordseite weiterfahren. Da ist er nun, der Reis. Auf meiner Reise 2014 habe ich ihn total vermisst. Nein, nirgends gesehen. Der Reis der Po-Ebene, übrigens das größte europäische Anbaugebiet, heute nur noch so pensioniert möglich. Die Bilder habe ich seit Don Camillo im Kopf. Später hat der Kultklassiker La Risaia diese Vorstellung geprägt.
Nun Leute, von der Strecke gibt es heute nicht viele Bilder. Den Grund nannte ich ja schon mal. Ich komme so gegen 18 Uhr in Montanara an, wo ich ein Hotelzimmer gebucht habe. Da ich nur wenig Nebenstrecken radeln konnte, ist es von dieser Seite eher etwas Unspektakuläres gewesen. Mehr Kilometer abtreten. Dafür gab es als Ersatz mal wieder tolle Kirchen zu besichtigen, die ich nun vorstellen werde. Selbst das Kuhdorf Bozzole hat eine sehenswerte Kirche, wie man hier sehen kann. Vor dem Eingang gibt es einen Brunnen und ich stelle fest, ich habe meine Trinkflasche liegen gelassen. Sein Kirchenbesuch hat oft ungeahnte Wirkung. Hier brauche ich nur 200 Meter zurück. Casale Monferrato hat eine ganze Menge an Sehenswürdigkeiten. Voran natürlich die herrlichen Kirchen, von denen ich hier nun 4 vorstellen möchte. Das Schmuckstück der Stadt ist natürlich der Anfang des 12. Jahrhunderts errichtete Dom, gewidmet St. Ephasio, zugleich Schutzpatron der Stadt. Die herrlich anzusehende romanisch-gotische Fassade entging knapp nach 800 Jahren dem Abriss, wenn sie nicht Luigi Carnina davor bewahrt hätte. Die Rekonstruktion entspricht zwar nicht mehr ganz dem Original, kann sich aber im Stil durchaus sehen lassen. Sehr selten in Italien ist der Narthex im Eingangsbereich.
armenisch frühchristlichen Ursprungs, sowie die fünfschiffige Gestaltung, deren Innenraum mich eindeutig an Cordoba erinnert. Die barocke Kapelle ist eine wahre Pracht. Ein weiteres Kleinod unweit des Castello ist die dominikanische Kirche Santa Caterina, geweiht 1726, gestaltet von Baumeister Giovanni Battista Scapitta. Wunderschön anzusehen die ovale Trommel mit der auf der Kuppel aufgesetzten Laterne. Schmerzlich anzusehen ist der traurige Zustand der Kirche, innen wie außen. Immerhin ist seit 2010 eine Interessensgemeinschaft tätig, um Gelder für die Erhaltung zu sammeln. In der Fußgängerhauptzone
die Kirche Santo Stefano. Ihre Ursprünge gehen auf das 12. Jahrhundert zurück, wurde aber 1661 neu aufgebaut. Eine besondere Augenweide ist der Glockenturm. Eine habe ich noch, die Kirche Sant'Ilario aus dem 16. Jahrhundert, die allerdings von Crescentino Caselli Ende des 19. Jahrhunderts umgestaltet wurde. Das gewaltige Castello Paleologgi ist natürlich das Wahrzeichen der Stadt, schön am Pouufer gelegen. 1352 errichtet, behielt es seine Struktur bis ins 19. Jahrhundert, wurde dann aber sukzessive zurückgebaut. Dieser exotische Kirchenbau hat eine Drei-Ebenen-Trommel, aus der frech eine überlange Laterne ragt. Zu ärgerlich, dass sie wieder mal geschlossen war. Mitten auf dem Land sticht mir dieser Bau ins Auge. Bin schon vorbei. Da bekomme ich die Eingebung, dass ich das unbedingt ansehen muss. Und drehe, was ich nur selten tue, doch tatsächlich um, weil ich die Einfahrt schon eine ganze Zeit verpasst habe. Was ich dann drin zu sehen bekomme, irre. Keine Kirche, ein Sakralbau, mit Geschichte vergleichbar Lourdes. Anfang des 19. Jahrhunderts im neoklassischen Stil erbaut, 1851 eingeweiht. Das Feeling, in dieser Halle zu stehen, während die Kuppel allumfassend über einen schwebt, das kann man mit Bildern nicht erfassen. Der Bau ist übrigens wunderbar restauriert worden. Mitte des 18. Jahrhunderts forderten die Castelrossa eine größere Kirche und dazu eine eigene Pfarrei, was zu einem langen Rechtsstreit mit der Kurie führte. Die Kirche wurde 1758 erbaut, die Pfarrei bekam sie aber erst 1782 dazu. Die neobarocke Kirche
verblüfft vor allem durch die unerwartet preziose Innengestaltung.